Okay, somebody brought up a point just now during the break that in many of my explanations I tend to go to the extreme in terms of explaining examples or points of view, Buddhist point of view, Western point of view. Gerade jetzt in der Pause hat jemand den Einwand gebracht, dass ich in meinen Erklärungen der verschiedenen Sichtweisen auch im Buddhismus sehr gerne in die Extreme gehe. And this is a method that's used in the Buddhist analysis. Und das ist eine Methode, die in buddhistischen Untersuchungen verwendet wird. Which is to look at the absurd logical consequences that would follow if you hold a certain position. Die darin besteht, die absurden logischen Konsequenzen darzustellen, die aus einer gewissen Position heraus folgen würden. You know, if everything had truly established existence, nothing could be able to function. It's taking it to the extreme and seeing the absurd conclusion. Wenn man zum Beispiel davon sprechen würde, dass wenn die Dinge aus sich selbst heraus existieren würden, dann wäre es für diese Dinge unmöglich zu funktionieren. Dann ist das eben ein Beispiel dafür, dass man diese Beispiele zu ihren logischen Schlussfolgerungen, zu den Extremen der logischen Schlussfolgerungen führt. So that is a method, and of course the challenge is to know when to apply it and when not to apply it. Und das ist also eine Methode und die Herausforderung besteht natürlich darin, zu wissen, wann diese Methode anzuwenden ist und wann sie nicht anzuwenden ist. In some situations it's very helpful, in other situations perhaps it's not appropriate. In einigen Umständen kann diese Methode sehr hilfreich sein, währenddem in anderen Umständen es nicht angemessen wäre, diese Methode anzuwenden. So, I admit that sometimes I might apply it inappropriately, Das but heißt, I find it quite helpful, actually. Gebe zwar zu, dass ich diese Methode manchmal auch in ungelegenen Kontexten auch verwende, aber dennoch ist es eine sehr hilfreiche Methode. You know, because one could say, well, you're not being fair to the tradition because they don't really assert that way. Man könnte den Einwand erheben, dass ich hier der Tradition gegenüber nicht fair bin, denn die Tradition stellt ihre eigene Position nicht so dar. You know, but you find this in all the texts. I mean, take for instance the Tibetan Mahayana presentation of Hinayana. It takes it to the extreme, doesn't it? Aber man findet genau dieselbe Präsentation auch in den Texten, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie in den tibetischen Texten, in den tibetischen Mahayana-Texten, der Hinayana-Weg präsentiert wird, dann ist es eine sehr extreme Präsentation dieses Weges, oder? Yeah, you're working for your own liberation, so very selfish. Come on, you know, of course there is metta meditation, love and compassion meditation and Theravada. Da heißt es dann, dass die Praktizierenden des Hinayana nur für ihren eigenen Nutzen arbeiten und deswegen sehr selbstbezogen sind. Aber ich meine, tatsächlich gibt es ja doch auch im Theravada mit Metta-Meditation, Meditation auf liebende Güte und so weiter. So now the general, what is more important, fairness? Or is it more important to, what should we say, in this situation, to help people to overcome being self-centered? Which is more important in the particular context of training somebody, Dann muss man sich training ourselves? die Frage stellen, im Kontext davon, jemanden zu unterrichten oder
im Kontext davon uns selbst zu unterrichten. Welche Zugangsweise ist hier hilfreicher? Ist es hilfreicher, hier eine gewisse Fairness gelten zu lassen? Oder ist es fairer, die Fairness or is the main thing to be fair to all the traditions and present them authentically the way they are, which would be, let's say, like presenting a comparative religion course in university? Or is the main objective not comparative religion, but the main objective is training to achieve liberation and enlightenment? In which case you have to overcome self-cherishing. Ist es in so einem Kontext dann also vorrangig, dass man sozusagen alle verschiedenen Traditionen gleichermaßen fair darstellt, was im Endeffekt dazu führen würde, dass man eine Vorlesung in vergleichender Religionswissenschaft hält? Oder ist es in diesem Kontext nicht angemessen, jemandem auf dem spirituellen Pfad zu helfen, Befreiung und Erleuchtung zu erlangen, indem man diese Person darin schult, selbstbezogene Verhaltensmuster zu überwinden? So if our aim is liberation and enlightenment, then these various other traditions can suggest extremes that we need to avoid. So, yes, they're not fair. Certainly the Mahayana presentation of Hinayana is not fair at all to Hinayana. Wenn es eben dann vorrangig darum geht, jemanden anzuleiten in dem Pfad, der zur Befreiung und zum vollkommenen Erwachen führt, dann ist es durchaus angemessen, die anderen Traditionen als Extreme im Vergleich dazu zu präsentieren. Und klar ist das natürlich dann nicht diesen Traditionen gegenüber fair. So the problem is if we reduce the other tradition just to this extreme position, then that's not valid. So, but distinguishing different characteristics for different purposes. Natürlich wäre es nicht angemessen und nicht gültig, wenn wir diese Traditionen dann auf diese extreme Präsentation reduzieren würden. Aber es ist durchaus also angemessen, verschiedene charakteristische Merkmale dieser Traditionen, je nachdem wie unsere eigenen Bedürfnisse und Motivationen aussehen, eben unterschiedlich auch darzustellen. So it's very important to not be naive about these presentations of other traditions that we have in Buddhism. It's basically bringing up an objection so that you get, what should we say, more secure on the path of development, of your personal development. Also man muss hier darauf achten, nicht allzu naiv zu sein und diese Einwände der anderen Traditionen und deren Darstellung also allzu ernst zu nehmen, denn bei der Darstellung dieser Einwände und dieser Traditionen geht es vorrangig darum, eine größere Sicherheit zu erlangen für die Leute, die auf dem spirituellen Pfad fortschreiten. So, same thing in terms of what we were discussing before about Western religious traditions. Taking a certain point, carrying it to an extreme and seeing, you know, how can that be helpful to us? Und dasselbe trifft natürlich auch zu auf die Präsentation der unterschiedlichen westlichen religiösen Traditionen, die wir vorher gehört haben. Auch das sind also Beispiele dafür, wo man diese Traditionen in ihrer extremsten Form darstellt, aber eben in einem Kontext, der uns erlauben soll, dadurch eben weiter fortzuschreiten. Right? How can it be helpful to us in terms of
recognizing when I am projecting the parameters of another system onto Buddhism that aren't really appropriate. Wie kann es nämlich für uns hilfreich sein, wenn man die Charakteristika oder die Parameter eines anderen Systems auf den Buddhismus projiziert? Okay, so let's go on with our analysis. Und dann wollen wir also weitermachen mit unserer Untersuchung. Apprehension, we're still discussing apprehension. It occurs either with valid, straightforward cognition or valid, inferential cognition. Wir sind noch immer dabei, über das Erfassen zu sprechen. Und dieses Erfassen kommt vor in zwei Umgebungen. Das eine ist eine gültige direkte Wahrnehmung und das andere ist eine gültige indirekte Wahrnehmung. Well, direct and indirect are not really accurate ways of translating here. Direct and indirect, if we're going to use those terms, are referring to the difference between Vaibhashika and everybody else, which is that Vaibhashika says that doesn't have this thing of mental holograms, and so one perceives things directly without a mental hologram, and everybody else says it's through a mental hologram. That's direct and indirect, so one has to be very precise in the use of terms here. Und also die Übersetzung mit direkt und indirekt hier ist nicht ganz passend, denn diese Unterscheidung in direkte und indirekte Wahrnehmung bezieht sich vielmehr auf die Unterscheidung der Schule der Vaibhashika, die nicht davon ausgehen, dass es zur Erscheinung eines sogenannten geistigen Hologramms kommt und daher Wahrnehmungen direkt sind, währenddem alle anderen Schulen eben davon ausgehen, dass es zur Erscheinung eines geistigen Hologramms kommt und damit eben zu einer indirekten Wahrnehmung. What was the... So what we have is another term is bare perception. Das heißt, wir haben hier einen anderen Begriff, der lautet bloße Wahrnehmung. And bare, which is the same word as naked, is the difference that we have in the Sautrantika and the Chittamatra schools, in which the difference is bare perception is without, it's non-conceptual, and inferential is conceptual. So bare means without the medium of conceptual cognition. That's not what I'm talking about here. Diese bloße Wahrnehmung, bloß ist im Sinne von nackt zu verstehen. Und das bezieht sich auch auf die Unterscheidung der philosophischen Schulen der Sautrantika und der Chittamatra. Während in der Sautrantika-Schule well, the Sautrantika and the Chittamantras both accept this. Okay. I'm differentiating this from Tsongkhapa's version of Prasangika. Entschuldigung, das war mein Fehler. Also die Sautrantika und die Chittamatra-Schule sind sich darin einig, dass diese bloße oder nackte Wahrnehmung frei von Konzepten ist. Bare is free from concepts, right? Non-conceptual. Yeah, inferential is always conceptual. Ja. Und sie sind sich auch darin einig, dass die indirekte Wahrnehmung, das heißt die Not indirect. ja, Inferential. die Wahrnehmung, die in der Schlussfolgerung besteht, Thank you. die ist immer mit Konzepten versehen. Und das unterscheiden wir hier von der Präsentation von Tsongkhapa in seiner Prasangika-Darstellung. According to Prasangika, according to Tsongkhapa, we have the difference of straightforward cognition. Straightforward cognition does not rely directly on a line of reasoning. And it can be conceptual or non-conceptual.
is what we're talking about. Und dann diese... So it's straightforward, it's not Yeah. going through a line of reasoning, it's going straight. Diese, wie soll man sagen, so it's not straightforward, it's not direct, right? We have to differentiate. Forget about direct, right? It has to do with a parameter of whether there's a mental hologram or not. Okay. You have to have different words for this, otherwise everything gets mixed together. Geradlinig vielleicht. Ja. Also dann, wir sprechen hier jetzt über, sagen wir mal, diese geradlinige Wahrnehmung. Und das ist eine, die It's not relying directly on a line of reasoning. Ja, genau. Diese geradlinige Wahrnehmung erfolgt nicht aufgrund einer Argumentation und insofern ist sie Inferential does. So this straightforward could be either conceptual or non-conceptual. Ja, und insofern kann diese geradlinige Wahrnehmung mit oder ohne Konzepten sein. It could be conceptual or non-conceptual. Inferential does rely on a line of reasoning directly. Entschuldigung. Also, so we have a straightforward cognition and... Straightforward cognition Yeah. can be either conceptual or non-conceptual. Inferential is conceptual. Yeah. It relies directly on a line of reasoning. Yeah. I'll give an example. It's very easy. Das heißt, nochmal zusammenzufassen, das heißt, diese geradlinige Wahrnehmung, die basiert nicht auf einer Argumentation oder einer Schlussfolgerung und insofern kann sie konzeptuell oder nicht konzeptuell sein, währenddem die Wahrnehmung, die in einer Schlussfolgerung besteht, immer konzeptuell sein muss und wir werden jetzt hier gleich ein Beispiel hören. Right. Conceptual means through a category. Konzeptuell heißt, dass sie durch eine Kategorie vermittelt wird. So, category like a dog. Yeah, you see an individual beast, and you have a category of dog, which you would perceive it. Zum Beispiel die Kategorie That's conceptual. Hund, wenn man einen individuellen Hund, ein individuelles Tier sehen würde, dann würde man dieses über diese Kategorie Hund wahrnehmen. Right? You fit it into the box called dog. Das heißt, man wird dieses Tier in die Schublade Hund stellen. Ja? So, focusing on voidness, first inferential, which is a line of reasoning. You know, I'm not going to go into it in detail, neither one nor many, line of reasoning. You get to voidness. Und auch auf die Leerheit kann man also eine Wahrnehmung haben, die aus einer Schlussfolgerung entsteht, indem man eben solche Argumentationen anwendet, wie das Argument eines oder viele und so weiter. Neither one nor many. Ja, Entschuldigung. Weder eines noch viele. So that's inferential cognition. Das ist diese Wahrnehmung, die in einer Schlussfolgerung besteht. Then you have digested that enough. Eventually, so with the inferential, then you're focusing on voidness through the category of voidness. Und über diese Wahrnehmung, die in einer Schlussfolgerung besteht, erscheint die Leerheit als eben die Kategorie Leerheit. No, through the category. Through. Das heißt, erscheint die Leerheit mittels dieser Kategorie der Leerheit. And no matter what we're focusing on, we have, it fits into this category of voidness. So we have the category directly, in front, and then through that category, we are seeing whatever we're focusing on as fitting into that category, into that box. Also so wie, that's conceptual. Es ist so, wie dass wir die Kategorie der Leerheit vor unseren Augen haben und dass wir dann die verschiedenen Objekte, die wir sehen, eben über diese Box, diese Kategorie der Leerheit wahrnehmen würden. So,
We build up to that by relying on the line of reasoning, that's inferential. Und das erlangen wir dadurch, dass wir einer Argumentation folgen, die eben in der Schlussfolgerung besteht. And then we become so familiar with that we don't have to go through the line of reasoning. We can just go to it straightforwardly, but still through the category. So that's conceptual, straightforward cognition. Und das machen wir dann so lange, bis wir dann nicht mehr abhängig sind von dieser von diesen Argumentationen. Und an dem Punkt wird das zu einer geradlinigen, straightforward, But conceptual. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wird das zu einer geradlinigen Wahrnehmung, die aber noch mit Konzepten behaftet ist. And eventually we're able to have non-conceptual, straightforward cognition, not relying on a line of reasoning, but it's not through this category, not putting it in a box. Und wenn wir dann also weiter üben, führt es dazu, dass wir auch eine geradlinige Wahrnehmung der Leerheit haben können, die nicht mehr konzeptuell ist und als solche nicht mehr abhängig ist von eben dieser Argumentation und dieser Kategorie der Leerheit. It's very important to, this distinction is very, very helpful. How do you develop compassion? Well, in the beginning you have to go through these lines, everybody is equal, everybody wants to be happy, nobody wants to be unhappy. You work yourself up to it. But eventually, you don't have to go through all of that line, you can just have it. That's why this difference is very important in terms of practice, of how you actually develop yourself. Und also diese verschiedenen Arten der Wahrnehmung unterscheiden zu können, ist sehr wichtig. Eben gerade vor diesem Hintergrund, aber auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie man lernt, Mitgefühl zu entwickeln, dann ist es auch am Anfang so, dass man Mitgefühl entwickelt aufgrund von verschiedenen Argumentationen und Beweisführungen, sowie niemand möchte leiden, alle möchten glücklich sein und so weiter und so fort. Aber im Laufe der Zeit gelingt es einem dann auch, Mitgefühl zu erzeugen, ohne sich auf diese Argumentationen stützen zu müssen. Und so wird Mitgefühl dann im Geist entwickelt. Und so ist es also wichtig und auch ganz praktisch relevant zu verstehen, dass es hier eben verschiedene Stufen eines Verständnisses gibt. And you can appreciate that these are different levels of apprehension and different levels of understanding. I understand. How do I understand? Well, I have to work myself, through all these steps in order to convince myself. And then I understand it, or I just understand it. Without having to go through all these steps. But it's on the basis of all these steps. It's a very important distinction in terms of the steps of how our understanding gets deeper and deeper. Und wir können also dann auch schätzen, dass wir wissen, dass es in der Entwicklung eines Verständnisses gewisse Stufen oder Ebenen gibt, die wir nacheinander fortschreiten können, bis wir eben zu einem Verständnis einer Gelegenheit angekommen sind. Und zunächst ist es eben vielleicht notwendig, hier über die einzelnen Stufen zu gehen und Argumentationen anzuwenden, und dann kommen wir zu einem Verständnis, oder zu einem späteren Zeitpunkt ist es auch möglich, direkt ein Verständnis einer Sache zu haben. Do you understand that difference and how you would apply it? Ist also euch diese Unterscheidung klar, und wisst ihr, wie man das anbinden könnte? You send somebody an SMS or an email or something and you don't get an instant answer. For example. Nehmen wir mal an, man schreibt jemandem eine SMS oder eine E-Mail und bekommt nicht sofort eine Antwort. And so you have to reason out. Otherwise you get angry. So to avoid getting angry, haven't they answered me immediately? You go through a line of reasoning. I'm not the only thing that's happening in this person's life.
Everybody has many things happening in their person's life. I'm not the center of, the universe. Therefore, there can be many reasons why they don't answer me immediately. Therefore, I need to be patient. So you develop patience based on a line of reasoning. Dann ist es ja so, also wenn wir nicht sofort eine Antwort erhalten und uns das vielleicht nicht irgendwie erklären können, dann führt das vielleicht dazu, dass wir sehr unruhig und sogar wütend werden. Wir können eben dann in so einer Situation eben versuchen, Argumentation und logische Gedankengänge zu verwenden, so wie zum Beispiel, ja, ich bin nicht der Mittelpunkt des Universums, die andere Person hat vielleicht viele andere Dinge zu tun, so wie jeder viele andere Dinge zu tun hat und so weiter und so fort. Und das führt dann dazu, dass man eben über diese Gedankengänge und Argumentationen eben Geduld entwickelt. So, that is one level of understanding. But we have to really work it out in order to calm down. But eventually, what we would call in our Western terms, we've digested this understanding, then the person doesn't answer you, and you don't have to work it all out. Well, of course. They could be busy. There's so many things that could prevent them from answering me immediately. Why should they answer me immediately? Und das ist also eine Ebene des Verständnisses, die man eben durchschreiten kann, indem man Argumentationen verwendet. Eine weitere Ebene ist die, wenn man, so wie wir das vielleicht sagen, etwas wirklich gut verdaut hat, dann ist es für uns nicht mehr notwendig, zum Beispiel in der Situation uns alle diese Argumentationen im Geist hervorzurufen, sondern es ist uns vielmehr ganz klar, dass wir nicht sofort eine Antwort erhalten, weil man selbst nicht der Mittelpunkt des Universums ist, die andere Person viel zu tun hat und so weiter und so fort. Und das ist eben eine zweite weitere Art des Verständnisses. You have a question? Yes. When you reach the straightforward, non-conceptual stage, how do you make sure that it's not the situation is not deteriorating? What you is not what? The understanding of the situation, the mindset you don't forget, but what you have learned with the concept. So how do you adapt the situation? What's then? Right. So you're saying that when you get to a non-conceptual, straightforward cognition, how do you know that you haven't really forgotten the significance of something? And if we have time, I hope that we will do a thorough analysis of what does it mean to non-conceptually understand something. It's very difficult actually to describe and understand. Very difficult. Also die Frage bezieht sich darauf, was denn passiert, wenn man eine nicht konzeptuelle, geradlinige Wahrnehmung von etwas hat, wie es dann ist, dass man nicht alle möglichen anderen Konzepte und so weiter vergisst, oder? Ist das so? Und wenn wir Zeit haben, werden wir noch etwas mehr darüber sprechen, was es bedeutet, etwas mit nicht konzeptuellem Verständnis zu verstehen. Well, again, we have the criteria: is it accurate? Is it decisive? So these are the criteria that you always apply. Und auch hier haben wir wieder dieselben. In terms, let's say, of this example of developing patience, so they didn't answer immediately. Hier haben wir wieder dieselben Kriterien, anhand denen wir überprüfen können. Und zwar können wir uns hier eben wieder die Frage stellen, ist es das Verständnis, das wir haben, ist es genau und ist es bestimmt oder sicher? Das können wir auch anwenden auf unser Beispiel hier, wenn uns jemand nicht sofort antwortet. In terms of, well, am I really patient or am I still uneasy and a little bit questioning, why haven't they answered me? Da können wir uns fragen, ist es wirklich so, dass ich also sehr ruhig bleibe und geduldig bin, oder bin ich vielleicht nicht doch eigentlich ein bisschen ungeduldig und frage mich, warum ich keine Antwort erhalte?
but very practical. How many times do we get annoyed when we just get an answering machine and we don't get the person? Very easily you get annoyed, don't you? Ganz praktisch gesehen auch, also wie oft ist es nicht der Fall, dass wir, wenn wir gerade versuchen, jemanden zu erreichen und nur die Mailbox bekommen, dass wir dann irgendwie verärgert sind, weil wir die Person selbst nicht erreichen können. And you get even more angry if they don't have an answering machine. Und dann wird man vielleicht noch viel wütender, wenn sie überhaupt keine Mailbox haben. Yes. I mean, it's close to your question. If we might think that we have a straightforward, non-conceptual perception, but it might be also the fact that we simply got used to something, like for example, receiving no answer. Right. So he says that first of all, you guys are talking about non-conceptual. We haven't gotten there yet, so it's still conceptual. Conceptual happens all the time. We'll get into the description of what conceptual is. But ja, also soll ich deine Frage jetzt nochmal übersetzen oder? yeah, well, I'll repeat the question. So then he's saying that I forgot your question. Die Frage war, also man könnte glauben, dass man ein geradliniges, nicht konzeptionelle Wahrnehmung hat, ja. Aber es könnte einfach sein, dass man sich an etwas gewöhnt hat. Ja. Yeah, so it could be that we're just used to the thing. We haven't really understood it. Well, yes, I mean there's apprehension and there's understanding. We have to distinguish these two. Ja, eben, also das bezieht sich dann wieder auf diese Unterscheidung davon, etwas zu erfassen und etwas zu verstehen. Und es kann durchaus sein, dass wir glauben, dass wir etwas, an das wir uns gewöhnt haben, dass wir das verstanden haben. And we could have gotten used to some incorrect understanding. You know, that, well, obviously the person doesn't love me, that's why they're not answering immediately. And that's my understanding of it, and that's my perception of it, and I react accordingly. I'm absolutely sure of that. I don't have to work it out logically. Wir könnten uns zum Beispiel auch gewöhnt haben an ein Missverständnis einer Situation. Zum Beispiel könnten wir uns denken, dass die Person, die uns nicht antwortet, uns nicht liebt und oder nicht mag. Und aufgrund dieses Missverständnisses dann, dessen wir uns noch dazu ganz sicher sind, würden wir dann also auch beginnen, weitere Schritte zu nehmen und zu handeln. Anyway, let's go forward, otherwise we're never going to even get anywhere into this material. Inferential is always conceptual and it relies on a line of reasoning. Ja. Also wir wollen dann weitermachen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Und weiters heißt es also, dass diese Wahrnehmung, die in einer Schlussfolgerung besteht, immer mit Konzepten behaftet ist und it relies on a line of reasoning. Und auf der Basis einer logischen Argumentation entsteht. There are three kinds. Davon gibt es drei. First is called deductive logic. Die erste dieser Arten, dieser Wahrnehmungen, die in Schlussfolgerung besteht, ist basiert auf einer deduktiven Logik. Where there's smoke, there's fire. Das heißt, here there's smoke, therefore there must be fire. Das heißt zum Beispiel, wo Rauch, dort Feuer. Das heißt, wenn dort Rauch ist, dann muss dort auch Feuer sein. Right, so you deduce from this nature of things that where there's smoke, there's fire. You deduce from that logically that here's an example of the smoke, therefore there must be fire. Und in dem Fall leitet man eben aus der Erscheinung von Feuer, aus der Erscheinung von Rauch, leitet man ab, dass dort Feuer sein muss, weil überall dort, wo Rauch ist, auch Feuer ist. You deduce from the principle of how things are, the nature of things. Das heißt, aus der Natur der Dinge leitet man ein Beispiel ab. Okay. Second kind is renown.
It's the word for famous, Ja. it's renowned. So you hear a sound, and based on the reason that it is well known by convention to be the sound of a word, you infer that it's the sound of a specific word, and you infer the specific meaning. How do you know that a sound means anything? That it's a word? It's through inference, by a convention. Dann die zweite Form ist sowas wie eine gewisse Bekanntheit. Und zwar funktioniert das so, dass wir ein Geräusch hören und es dann bekannt ist, dass dieses Geräusch das Geräusch eines Wortes ist und that sound is the sound of a word. It's the sound of a word, and it's the sound of a specific word, and then you infer the meaning. Ja. Und dass es nicht nur der Geräusch eines Wortes ist, sondern dass es das Geräusch eines spezifischen Wortes ist. Und aus diesem Geräusch eines spezifischen Wortes leiten wir dann dessen Bedeutung ab. The whole process of understanding language is inference. It's through concepts. Das heißt, of words and meanings. Unser ganzes Verständnis von Sprache ist genau darauf aufgebaut, dass wir aus Konzepten, Wörter und Bedeutung schließen. Then the third type of inference is called inference based on confidence. Because you know the source of information is reliable, you infer that what he or she says is true. Und die dritte Art von einer gültigen Wahrnehmung, die in einer Schlussfolgerung besteht, ist dann sowas wie Vertrauen. Und zwar ist das hier so, dass man der Quelle, the source of that inferential. Because the source of information is reliable, you infer that what he or she says is true. Ja. Vertrauen in dem Sinne davon, dass man Vertrauen hat in die Quelle der Information, die man erhält, und daher nimmt man an oder leitet ab, dass das, was diese oder jene Person sagt, auch tatsächlich wahr und richtig ist. So Holiness the Dalai Lama uses the best example. How do you know your birthday? Seine Heiligkeit verwendet ja nur das Beispiel, das beste Beispiel dafür, fragt die Leute, also, woher weiß man den eigenen Geburtstag? There's no way you could know it by yourself. You had to rely on, a reliable source of information. Your mother or the birth certificate. You have to rely on somebody. You have to have confidence that they're a reliable source of information. So what they say is true. It's correct. It's inference. Also man könnte ja selbst nicht den eigenen Geburtstag wissen, sondern man muss sich dabei auf verlässliche Informationsquellen stützen und eben auch Vertrauen haben eben in diese Quellen, sowie eben die eigenen Eltern oder die Geburtsurkunde und so weiter. Und dieses Vertrauen, das ist eine Art der Schlussfolgerung. So, apprehension can be with either straightforward cognition or inferential cognition. Das heißt, das Erfassen kann geschehen entweder durch eine geradlinige Wahrnehmung oder durch eine Wahrnehmung, die in einer Schlussfolgerung besteht. So, we apprehend the sound of our baby crying. Das heißt, wenn wir zum Beispiel das Geräusch unseres schreienden Kindes hören, that's an example of apprehension in the category of non-conceptual, straightforward cognition. Dann ist das ein Beispiel für das Erfassen einer nicht konzeptuellen, geradlinigen Wahrnehmung. Accurate, decisive, I hear that. Wir sind dabei bestimmt, sicher, und es ist eine genaue oder eine präzise Wahrnehmung. Then you infer. The baby's crying, therefore there must be a reason why the baby is crying. The baby is uncomfortable or needs something, therefore I have to get up and go take care of the baby. It's apprehension based on inference.
Daraus schließt man, dass dem Kind etwas fehlt und man wird eben dann entsprechende Schritte setzen, sich dem Kind zu nähern und zu untersuchen, was dem Kind fehlt. Und das ist eben ein Beispiel für so ein Erfassen, das in einer geradlinigen, nicht konzeptuellen Wahrnehmung besteht. Right, if it's the middle of the night and you're lying in bed, maybe you have to work it out through the line of reasoning, because I don't really want to get up. Oh, the baby's crying. Well, it's probably something wrong. I have to get up. So then we have to work it out through logic. But it might be so digested that you don't have to work it out. You just get up. So you see, rely on the line of reasoning or not. Und wenn das Kind jetzt mitten in der Nacht schreit und wir im Bett liegen, dann kann es sein, dass wir das vielleicht noch irgendwie bearbeiten müssen mit einem logischen Gedankengang. Yeah, the baby's crying, it must mean that something's wrong, I have to get up. Ja. Even though you're lazy, you don't want to get up. Ja. Also wenn man das Kind schreien hat, dann weiß man ja, dass irgendwas nicht passt für das Kind und man weiß dann auch, dass man eigentlich aufstehen muss und nachschauen muss. Ja. Or it could be another level in which you don't have to work it out, you just straightforwardly understand and get up. Oder eben auf einer anderen Ebene des Verständnisses könnte es eben schon so sein, dass man das nicht mehr irgendwie logisch bearbeiten muss, sondern dass man einfach aufsteht und nachsieht. Yeah. But why is non-conceptual? Because there's still the concept of baby and crying. Well, there's the concept of baby and crying. That's true. It could be conceptual or non-conceptual, but as I said, we haven't quite gotten to describing the difference between those two. That will come. Okay. Also ja, es gibt da sehr wohl nicht konzeptuelle und konzeptuelle Aspekte, aber wie gesagt, wir haben jetzt die nicht konzeptuelle Wahrnehmung noch nicht besprochen, aber das wird noch kommen. Okay, that brings us to lunchtime. And we have a concept, so we infer, these black things inside, these black lines inside this sphere. How do you know what that is? So we infer, there's a convention. That means 1 o'clock, whatever that means. Oh, this is based on concept, a convention, isn't it? Yeah. And then inference that, this is the time we're supposed to eat. For example, if I feel I'm hungry, what is that? If you feel that I'm hungry, then you have, this is a good example. If you have a sensation, right? So what is this sensation? What is it that I'm feeling? I don't know what I'm feeling. So you have this category of hunger. And then you infer, when I have this feeling, I will, every time that I have it, I will cognize it through the category of hunger and through an inference that when I feel that sensation, in order to get rid of it, I have to put biological matter into my mouth, and chew it and, get it into my stomach. I have to put, some sort of what we call food. Inside, and that will make that feeling go away. How in the world do you know that? Also mit dem Hunger ist ja auch ein gutes Beispiel. Es ist ja so, dass Hunger ist, wir haben eine gewisse Empfindung und diese Empfindung, der begegnen wir mit dieser Kategorie des Hungers und daraus leiten wir dann ab, dass es also notwendig ist, um dieses Gefühl zu beseitigen, eben biologische Masse, die wir als Nahrung bezeichnen, also in unseren Mund zu stopfen. Ja. Yeah, what becomes very interesting is how does an infant know that? And an animal. And an animal, that's what I mean, a baby animal, they know that from birth. So now we get into intuitive and all these sort of things.
Und die interessante Frage ist ja dann auch, woher sollen das Kinder wissen oder woher können Tiere genauso handeln? Und das führt dann also zu Fragen von einem intuitiven Verständnis. Let's take our break.